Heute präsentieren wir euch wieder ein weiteres Foil aus der Fanatic Aero High Aspect Serie, den 1500er in der Alu-Kombination. Sprich ein 75er Aluminiummast mit einer 78er Alufuselage, ein 250er Rearwing und ein 1500er Frontwing mit dem gleichen Verhältnis vom Aspekt-Ratio wie der schon zuvor getestete 1250er. Klar, die anderen Materialien machen das Ganze im Verhältnis gegenüber der Carbon-Set-Serie etwas schwerer. Alles ist auf die gleiche Art und Weise gut und sauber verarbeitet. Auch die Montage ist einfach, weil alles sehr präzise und genau auf und zueinander passt. Im Unterschied zum Carbonmast ist hier die Alu-Base halt mit den Schlitzen versehen, dass man die Schrauben schneller montieren kann. In diesem Set war wieder ein 250er Rearwing, also 25 cm Breite, mit dabei. Wir sind das Ganze auch wieder mit 0,25 Grad Shim positiv gefahren. Die Fuselage erlaubt hier noch eine zusätzliche Variation von der Länge. Da hat man einfach 3 verschiedene Inserts, um den Rearwing zu montieren. Zur Verschraubung dienen durchweg Torx-Schrauben. Da wir an sehr vielen verschiedenen Spots diesen Flügel getestet haben, unter anderem auch auf Fuerte, da bleibt natürlich bei der steinigen und riffigen Küste auch mal der ein oder andere Kratzer übrig. Grundsätzlich hat sich das ganze System hier aber als sehr robust und widerstandsfähig erwiesen. Klar, die Beschreibung der einzelnen Firmen, jetzt auch hier High Aspect steht im Namen mit drin, muss man natürlich soweit zuordnen. Vergleichsweise ist das hier ein Flügel, den man auch mit einem Phantom in 1480 vergleichen kann von F1 oder der BSC-Serie in 1500. Dann haben wir hier ungefähr den gleichen Aspekt-Ratio und das ist natürlich kein High-Performance-Glider, sondern halt so ein bisschen drunter. Also das Ganze ist hier schon gestreckt, aber auch nicht über Gebühr. Und zu guter Letzt bei den Vorgängermodellen war der Mast etwas schmaler. Er ist jetzt hier etwas breiter für eine noch höhere Stabilität geworden. Im Puncto Aufstiegsverhalten gehört hier der Fanatic Aero High Aspect mit zum Besten, was es momentan so am Markt gibt. Der Flügel steigt ganz gleichmäßig, ganz sanft und wirklich auch sehr früh auf. Ziehen wir hier den Vergleich zu den zuvor genannten Flügeln in ca. 1500 Quadratzentimeter, so geht das hier etwas früher los als bei F1 und minimal später als bei der BSC-Serie. Sehr schön ist, wenn man erstmal am Fliegen ist, halt die grundsätzliche Stabilität dieses Flügels, wie entspannt und leicht er seine Bahn zieht, halt ohne dabei eingeloggt zu sein oder irgendeine Nervosität aufzubieten. Er hat ganz klar ein wirklich hervorragendes Feedback, auch in jeder Achse, wie weit man sich bewegen darf, und er schränkt einen da in keinerlei Weise irgendwie ein. Das war schon ein Effekt, den wir beim 1250er Fanatic High Aspect, Aero High Aspect festgestellt haben. Und der wirkt sich hier bei den durchschnittlichen Fahrergewichten, die wir haben, um 80 Kilo, nochmal etwas deutlicher aus. Sprich, die Pitch-Achse zum Beispiel ist absolut stabil, sodass jeder Einsteiger sofort damit klarkommt. Aber auch durch die Welle beschleunigt fängt der überhaupt nicht an, auf dem vorderen Fuß zu drücken. Also der bleibt wirklich stets vollständig neutral und ganz leicht für und beherrschbar. Und genauso entspannt und frei geht es auf der Rolle und auf der Yaw-Achse hier weiter. Man braucht keinerlei Kombinationen aus beidem zu fahren von der Fahrtechnik, wie wir es häufig bei Axis sozusagen anbringen, dass man erst halt in die Pitch gehen muss, um in die Rolle zu kommen. Das ist hier, kann x-beliebig aus jeder x-beliebigen Position sofort gewählt werden. Das macht der Flügel vollständig mit
und der bleibt halt wie gesagt immer frei und beweglich und ganz leicht korrigierbar. In puncto Glide hat der Aero High Aspect einiges zu bieten. Ob man jetzt hier ein Manöver sehr langsam durchfahren möchte und der Flügel einen möglichst lange trägt, da liefert er wirklich gute bis sehr gute Leistungen. Das im Prinzip halt eigentlich nur noch eine BSC-Serie von Axis etwas besser. Dafür ist halt aufgrund der etwas höheren Geschwindigkeit des Aero High Aspect hier der Glide insgesamt besser, also das einfache Gleiten mit dem leichten Schub von auch schon kleinsten Wellen. Das macht der Flügel wirklich sehr gut und völlig entspannt. Also prinzipiell reicht dem Flügel hier in 1500 Quadratzentimeter schon sehr wenig Welle aus, um zu surfen. Wenn man das Pumpen betrachtet, dann sind halt die etwas dickeren Flügel etwas einfacher zu pumpen. Wir haben hier doch schon ein verhältnismäßig dünnes Profil von seiner Dicke. Da braucht es manchmal für das optimale Ergebnis eine etwas höhere Frequenz beim Pumpen, um hier den Speed von dem Flügel kontinuierlich aufrecht zu erhalten. Die Geschwindigkeit des Aero High Aspect 1500 ist gut, aber zu den super schnellen Flügeln gehört er jetzt nicht wie eine Art-Serie oder der H-Series von Cabrina. Das sind halt Hochleister mit super dünnen, kurzen Profilen. Die sind natürlich halt nochmal wesentlich schneller im Unterschied. Oder als nächstes kommt auch noch ein F1 Eagle. Das sind halt alles sehr, sehr schnelle Flügel. Da kommt hier jetzt dieser High Aspect von Fanatic nicht ganz ran. Dementsprechend führt dies beim Springen auch zu guten Leistungen. Schön ist für die Größe halt ein leichter Eintauchvorgang bei der Landung und die wieder schnell anliegende Strömung. Die Bandbreite, mit der sich der Aero High Aspect 1500 von der Bordseite kombinieren lässt, ist insgesamt sehr, sehr groß. Es taugt hier halt von 75 Litern bis 130 Liter ohne Probleme das Ganze zu kombinieren, um dann natürlich immer beim jeweiligen Windbereich und natürlich auch dem jeweiligen Körpergewicht hier ein wirklich schönes Around-Ergebnis zu erzielen. Around ist hier auch das Stichwort mit einer leichten Performance-Note. Der Flügel ist so einfach zu fliegen, dass halt jeder Einsteiger in dem richtigen Gewichtsbereich hier das Ganze für sich vereinnehmen darf. Für den Pro ist es halt, oder besseren Fahrer, ein absolutes Vergnügen, diese 100%ige Neutralität dieses Flügels zu erfahren. Der macht halt wirklich alles sehr, sehr einfach, sehr, sehr leicht. Klar, von der Seite der Performance, Beschleunigung, Topspeed, da geht auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr. Aber dann müsste man auch wieder auf der anderen Seite so viele Punkte abziehen, was dann den Charakter dieses Flügels doch natürlich in Frage stellen würde. So wie er sich hier präsentiert, gehört er zu den besten Around-Flügeln dementsprechend am Markt. Die Kombination mit dem Alumast macht die ganze Sache halt von der Performance einen kleinen Tick schwächer. Wir haben hier ein etwas tieferes Profil, auch gegenüber der Carbon-Kombination, aber natürlich einen deutlich günstigeren Preis und im Endeffekt auch eine sehr stabile Variante. Also für denjenigen, der gerne springt und Angst hat halt, dass er irgendwas kaputt macht, der sollte auf jeden Fall zu der Aluminium-Kombination greifen, denn diese ist auch wirklich für maximale Stabilität ausgelegt. Eine Kleinigkeit, die wir beim Aluminiummast festgestellt haben, ist dadurch, dass wir hier ein etwas längeres Profil haben in der Tiefe, reagiert er schneller auf irgendwelche Unterströmungen oder Turbulenzen im Wasser als vergleichsweise das Carbon-Set. Dieser Einfluss wächst allerdings nie über das Maß hinaus, dass man das hervorragende Gefühl dieses freien Bewegens und Fliegens mit diesem Flügel vergessen könnte.